Und los geht's zu unserer nächsten Probefahrt. Heute im Porsche Turbo Targa, was ganz, ganz selten ist. Von dem Auto, das ist übrigens ein Fünfgang, ganz, ganz wichtig. Das macht auch die Rarität an dem Wagen aus. Der ist 89 gebaut und nur im Baujahr 89 gab es den Wagen mit einer Fünfgangschaltung. Das war das letzte G-Modell der Turboserie im Jahr 1989. Sind von dem Auto 297 gebaut. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Und einer der seltensten halt eben, die es gab vom G-Modell und damals auch der schnellste. Der Wagen hat ja eine 3,3 Liter Maschine, ist 260 Stundenkilometer schnell gewesen und in 5 Sekunden auf 100. Also war zu der Zeit, da war ich 28 Jahre alt, schon ein ganz verschärftes Auto, wenn man sich das leisten konnte oder sowas mal fahren durfte. Und ich erinnere mich jetzt so an meine Vergangenheit so ein bisschen. Ich habe ja früher auch mal einen Porsche gehabt, 1986, aber einen normalen 3.2er. Den konnte ich mir natürlich nicht ganz leisten. Ja, das Erste, was mir hier aufgefallen ist bei dem Auto, ist ein sehr, sehr gepflegter Wagen. Das merkt man auch, wenn man ihn fährt. Also das passt alles. Ich bin schon Autos gefahren vom G-Modell. Das ist ja das G-Modell, was längst nicht so gut beieinander war. Aber man sieht das hier am Lenkrad. Das ist tipptopp in Schuss. Hier ist nichts kaputt oder abgeknattelt. Auto ist in einem guten Zustand innen. Die Ledersitze sind auch top original. Wir haben nirgends irgendwelche Stellen, wo man sagen könnte, der Wagen hätte mehr gelaufen. Das Tolle an dem Auto ist, schaut mal hier vorne, der hat erst 66.788 Kilometer gelaufen. Jetzt bekommt er die nächsten 20 Kilometer durch uns bei unserer Testfahrt. Ziemlich warm heute, kann ich euch sagen. Aber in so einem Targa zu fahren ist natürlich klasse. Das, was ein Targa ausmacht, ist ja, dass der hinten eine feste Partie hat. Wir haben auch noch ein Turbo Cabrio, auch ein 3.3, auch mit Fünfgang. Aber hier ist nur dieses Dach in der Mitte, was wir abgenommen haben durch das Wetter heute. Das ist also ein festes Dach und beim Turbo Cabrio ist das halt eben aus Stoff, ein Stoffdach, was hinten versenkbar ist. Das ist hier nicht der Fall. Aber das Schöne ist beim Targa, es zieht nicht, wenn man fährt, weil der Wind von hinten nicht nach vorne kann. Aber trotzdem hat man das Cabrio-Gefühl, das merke ich jetzt hier sofort. Es ist natürlich toll, also wir sind heute Morgen den GT3 RS gefahren, da sind ja Welten, da liegen 30 Jahre dazwischen, aber wenn man hier so fährt, keine Servolenkung, bretthart, ist gleich ein ganz anderes Gefühl. Also ist so das richtige Turbo-Feeling aus der Zeit. Hier vorne ist der Ladedruck, der hat dahinter hinten den festen montierten Flügel und da ist der Ladeluftkühler drunter, hier könnt ihr das sehen. Ja, man merkt schon, der schiebt schön los. Das Auto hat Kraft und der ist ganz gesund. Also das hier ist ein wirklich gutes Auto. Man merkt das ja immer, wenn ich mal eine Probefahrt mache, merke ich das nach den ersten Metern. Gutes Auto oder nicht so gut. Es hat auch schon einige Autos gegeben, die wir dann gleich wieder zurückgefahren haben, weil wir gesagt haben, so geht das nicht. Gleich in die Werkstatt haben wir gleich die Kunden angerufen und gesagt, der muss in Ordnung sein. Aber der ist wirklich gut, das merke ich sofort hier. Das ist ein gutes Auto, spürt man sofort. Da reichen in der Regel 100 Meter. Dann geht bei manchen Sachen die Handbremse nicht oder die Tür scheppert oder ich weiß nicht, was es da immer so gibt. Ist hier alles nicht der Fall. Gutes Auto. Oh, der zieht doch schön los, ne? Jawohl, da macht ja Spaß, der Wagen. Das ist richtig Autofahren pur. Das ist Auto, so kenne ich das noch von Porsche, von früher. Tolles Ding. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Ortschaft achten hier. Er hat ein Ganzleder-Armaturenbrett, war ja damals die beste Ausstattung von Porsche, die es gab. Hat dieses moderne Lenkrad übrigens hier auch schon, könnt ihr sehen. Und das ist wirklich neuwertig. Das spürt man, wenn man anfasst. Das ist nicht glänzend oder glatt. Also die Kilometer, die da drauf stehen. Wir haben übrigens sämtliche Dokumente auch zu dem Auto. Serviceheft und alles und Checkheft. Die Kilometer stimmen. Was vielleicht ganz interessant ist, unser Turbo ist früher mal nach Kanada ausgeliefert worden. Es sind insgesamt nur, also Kanada, USA war ja ein Markt. Da sind nur 90 Fahrzeuge hingeliefert worden. Mehr sind da gar nicht gebaut worden. Das heißt, er hat ein bisschen weniger PS. Also normalerweise haben die 300 PS und unser Auto hat hier 289 oder 288, irgendwie sowas. 10 PS weniger, aber das merkt man nicht. Ja, die klassischen Porsche-Instrumente kennt jeder.
5 in der Mitte, genau Mitte, Drehzahlmesser brauchte man, war wichtig, bis 300 Stundenkilometer. So ein Wagen ist also auf Tacho gut und gerne 280 gelaufen, aber die muss man wirklich festhalten. Das Auto ist auch ein bisschen als Heckschleuder bekannt. Man muss sehr, sehr gut fahren können. Weil so ein Auto muss auf einer freien Wiese präsentiert werden. Das sieht einfach gut aus. Und deswegen, wir versuchen, aber der Wagen kommt jetzt gerade bei uns aus der Pflege, ist tipptopp poliert worden. Nicht, dass wir ihn wieder völlig einstauben. Der ist ja schwarz, schwarz, schwarz. Hat damit auch die tollste Farbkombination, die es gibt. Alles in schwarz. Also es ist wirklich ein super schönes Auto. Ich habe das eben gesehen. Ich habe ihn ja gerade rausgefahren. Er ist super aufgearbeitet, hat einen tollen Lack, ist unfallfrei, soweit wir wissen, hat eine schöne Geschichte. Also an dem Auto stimmt alles. Der ist so gut, den kann man sogar in eine Sammlung stellen, obwohl den muss man fahren. Aber eins steht mal fest, die Autos sind die letzten Jahre stark gestiegen im Wert, weil es halt ganz, ganz wenige gibt. Es sind insgesamt nur 290 gebaut worden, also 297. Und das ist einer von denen. So, wir haben jetzt natürlich ein ganz brutales Licht, ist uns gleich jetzt bei dieser ganz starken Sonne, die wir haben, ja fast Mitte Juni so einiges aufgefallen. Also was er wohl ein bisschen älter hat, das ist die Scheibe, das könnt ihr sonst nicht sehen, die hat auch gar keinen Steinschlag. Aber wenn die Sonne da so leicht drüber geht, merkt man, dass die Scheibenwischer hier so ein leichte Schlieren gezogen haben. Ich persönlich würde die Scheibe trotzdem lassen, es ist ganz minimal nur zu sehen. Aber wie gesagt, bei der harten Sonne heute. Also das ist unser 3,3 Turbo Targa, zu erkennen am hinten fest montierten Flügel. Er hat übrigens Ruf-Felgen, die hat es ja damals gegeben. Ruf ist ja, gibt es ja heute noch die Firma Ruf, bei Porsche ganz bekannt. Ein absoluter Porsche-Tuning-Spezialist unter anderem. Die hat er hat möglicherweise nicht die Originalen, das müssen wir noch klären. Jetzt hat er jedenfalls die und ich kenne es von vielen Porsche, die haben solche Felgen. Waren damals ja auch sehr, sehr teuer. Das hier ist der fest montierte Flügel beim Turbo, das ist das klassische Erkennungsmerkmal. Er hat die breiteren Ausschnitte hinten, also er liegt damit sehr, sehr breit auf der Straße und die Doppelauspuffanlage. Das haben die normalen Porsche nicht gehabt. Typisches Erkennungsmerkmal hier für 3.3. Und dann hat er halt eben diese Gummidinger. Jetzt sehe ich hier gerade, es hat eben doch ein bisschen gestaubt. Schade, das Auto kommt gerade aus dem Service, aber naja, ist egal, müssen wir nachher wieder abstauben. Wir haben gedacht, das ist hier so schön auf der Wiese, vor so richtig bayerischem Hintergrund, so ein richtig echter, originaler 3.3. Turbo aus 1989 mit 5-Gang, also das ist bestimmt was Besonderes. Haben wir mal für euch die Tür geöffnet. Was man gut erkennen kann, hat elektrische Sitze vorne. Das war ganz früh damals zu der Zeit und hat ein originales Leder wirklich in einem ganz, ganz tollen Zustand. Das ist überhaupt nicht kaputt. Auch der Teppichboden ist in einem schönen Zustand. Das ganze Armaturenbrett, da fehlt der Einsatz zwar vom Radio, aber der ist aus Diebstahlgründen, glaube ich, irgendwo anders gelagert. Ja, sonst ist das alles in einem prima Zustand und ich habe das eben beim Fahren auch gemerkt, Auto ist gut. Hinten übrigens, das ist die Rücksitzbank. So für Kinder, Erwachsene konnten da nicht sitzen, da steht Turbo auch hinten drauf. Also ein Original-Turbo-Targa, und das ist was sehr, sehr Seltenes. Sind von dem Auto, wie gesagt, 290 gebaut worden. Es gibt kaum welche und die Autos sind preislich die letzten Jahre richtig nach oben gegangen. Ist halt ein echtes Sammlerstück. Das Interessante ist hier die 5-Gang-Schaltung bei dem Auto und das hat der und damit ist er die absolute Rarität. Gab es nur im Baujahr 1989. Ja, Lacktiefe ist wunderbar. Wir haben ihn schön aufpoliert. Wie gesagt, leider ist er ein bisschen angestaubt jetzt hinten. Das ist unserer Fahrt hierher geschuldet. Aber ansonsten wirklich ein Top-Auto, ein sehr schöner Wagen. Der ist nicht zerschossen vorne. Der hat größtenteils noch einen ersten Lack. Ist ein wirklich sehr, sehr gepflegtes Auto. Habt ihr, glaube ich, eben gesehen. Schönes Auto, also man spürt, das ist alles fest an dem Wagen. Ich bin jetzt hier mal eine 8 um die Wiese gefahren, alles wunderbar im Auto, Motor läuft ganz sauber, schaltet sich gut, bremst sich gut. Ich wüsste jetzt gar nicht, was mich an dem Auto stört. Wie gesagt, die Scheibe, aber so sieht man jetzt nichts mehr, wenn die Sonne da nicht drüber scheint. Alles wunderbar. Also übrigens, der Wagen hat eine Klimaanlage, finde ich ganz wichtig. Also wenn da mal das Dach drauf kommt und so wie heute, wenn es wirklich mal viel zu heiß wird, ist der hat ja eine. Ist mir gerade mal aufgefallen. Ja, was war das dran? Ja, jetzt staubt es natürlich leider ein bisschen, was ein bisschen schade ist. Ich kriege gleich riesen Ärger bei uns mit dem Service. Aber es war so schön hier oben, da haben wir gedacht, das müssen wir euch einfach zeigen. Ja, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt ist er auf jeden Fall auch ein bisschen warm geworden. Jetzt können wir auch mal ein bisschen drauf treten und mal gucken, wie so ein alter originaler Turbo wirklich losgeht.
Wie gesagt, der ist 15 Jahre jetzt im Besitz, er hat eine sehr große Sammlung, aber der gibt das jetzt so ein bisschen ab, weil er fast 80 ist und sagt, naja, meine ganzen 20 Porsche kann ich eh nicht alle fahren und jetzt wird einer nach dem anderen verkauft. Ich kann euch aber sagen, jedes Auto, was wir aus der Sammlung bisher hatten, war sehr, sehr gut, ganz gut gepflegt, immer der Service gemacht, alles gemacht. Wie gesagt, die Autos hat er alle in den USA mal gekauft, weil er beruflich da viel unterwegs war und die haben aber alle eine sehr, sehr gute Handschrift, das kann ich euch sagen. Interessant an dem Auto, er ist Triple Black, das heißt, Auto ist nur schwarz und es sind ja vom Fünfgang sowieso nur 110 gebaut worden. Also 110 Autos gibt es nur und wie viele schwarze davon sind, ich glaube also vielleicht 5 oder 8 oder so, aber ganz, ganz wenig. Also man kann sagen, dass das Auto hier echt eine Rarität ist und noch kostet ein Auto nicht so viel, das kann man sich im Moment noch leisten, sage ich mal. Zumal wir auch wieder ein bisschen Inflation haben, muss man sich gut überlegen, was man mit seinem Geld hat. Man muss teilweise Negativzinsen zahlen auf der Sparkasse. Da ist ein Investment in so einen Wagen sicherlich interessant im Moment. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hier mal Stoff geben können. Bisschen gegen die Sonne, aber das macht ja nichts. Ja, geht gut nach vorne. Aber man muss natürlich sagen, wenn man moderne Porsche heute gewöhnt ist, das war das Schärfste, was es vor 30 Jahren gab. Da ist dann doch nochmal ein Unterschied. Aber was man auf jeden Fall, was einem das Auto vermittelt, man sitzt direkt auf der Straße. Und man muss das Auto wirklich festhalten. Der läuft nicht wie auf Schienen hier, der Wagen. Man muss einfach Auto fahren können. Aber man kann so schön aktiv fahren. Es macht irgendwie Spaß, finde ich. Man muss schön aufpassen und man ist völlig verbunden mit dem Wagen und mit dem Drumherum. Das gibt es bei manchen modernen Autos heute gar nicht mehr. Da sitzt man in so einer Kabine und rollt da ganz leise durch die Gegend. Das ist bei dem hier ein bisschen anders. Ah ja, natürlich geht das. Ja, aber wie? Ja. Hier ist dann noch diese etwas härtere Schaltung. Das ist halt Porsche G-Modell. Ja, Porsche. Das ist Porsche fahren, wie ich das kenne. Kriegt man richtig alte Erinnerungen. Also wirklich klasse Auto. Macht Spaß. Macht wirklich Spaß, damit zu fahren. Das ist ein ganz fahraktiver Wagen. Und auch, dass man noch schalten muss, finde ich besser als diese ganzen PDK-Dinger und was es da nicht alles gibt. Ja, da muss das Ding echt festhalten, merkst du? Das ist Porsche Turbo, du mein lieber Mann, du. Also wenn ihr meine Meinung hören wollt, das ist so richtig Ur-Porsche fahren, das ist für mich der klassische Super-Porsche. So gehört das. Die neueren sind auch toll, faszinierend, aber das hier ist richtig urig Autofahren. So gehört das, meiner Meinung. Also das vermittelt einem so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das ist Arbeit, aber es ist eine tolle Arbeit. Das ist eine angenehme Arbeit, die mir wirklich viel Spaß macht und das kann ich jeden Tag haben. Also wenn ich da aussteige, bin ich ein bisschen abgekämpft, aber auf eine sehr, sehr positive, gute Art. Das ist halt eben automobil. Man ist mit dem Auto mobil, man kann das selber machen. Das ist eine Art von Freiheit und das vermittelt einem so ein Auto mehr als wie diese ganzen neuen Autos heute. Das ist ein ganz großer Unterschied. Man muss auch aufpassen, wenn man hier voll in die Bremsen geht, der läuft jeder Rille nach, der Wagen. Also das ist ein Auto, was einem die Straße direkt vermittelt, aber ganz direkt. Und da muss man halt aufpassen. Und er hat ja eine wahnsinnige Kraft. Und wenn man da so heftig drauf tritt, kann das auch gefährlich. Ja, schimpft mal wieder. Er da fällt fast um mit seinem Mofa und schimpft uns aus. Nein, nein, nein. Ah. Geile Kiste, ne? Ein richtig fahraktiver Wagen. Das Auto ist vor allen Dingen in einem guten Zustand. Das halte ich eigentlich für das Wichtigste. Also die Erkenntnis jetzt aus der Probefahrt, die neigt sich jetzt zu meinem Ende, zu unserem Ende hier. Und da muss ich sagen, Auto ist wirklich gut. Also Auto hat einen guten Zustand. Es ist ein ehrliches Auto. Auto ist nicht verfuscht oder verfummelt. Auto läuft sehr schön. So muss ein Porsche fahren, der 30 Jahre alt ist.
Das ist schon relativ selten, weil viele nicht mehr in so einem ganz so guten Zustand sind. Viele haben 150 oder 200.000 gelaufen. Das hat er nicht, das spüre ich. Ist alles tipptopp noch in Ordnung. Maschine hat eine tolle Leistung und der geht da, kommt wieder. Ja! Yeah. Der will immer gleich ausbrechen oder so. Den musst du richtig aktiv und sehr, sehr aufmerksam Auto fahren. Macht aber einen Höllenspaß. Also eins steht fest, Spaß macht das, wie Achterbahn fahren. So, da sind wir schon wieder im Beuerberg. War eine ziemlich spannende und aufregende Probefahrt heute. Die hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ganz fahraktiver Wagen. So muss man noch einen Elber bewegen, der 30 Jahre alt ist, wenn er gut ist. Mit dem geht das. Ich ziehe euch mal hinten den Deckel auf. Das ist das Charakteristische für ein Original Turbo. So sieht das hier aus. Der qualmt noch ein bisschen. Wir haben ihn gut warm gefahren. Nein, unsere Jungs haben uns gerade gesagt, da war ein bisschen beim Öl nachfüllen was daneben gekippt. Das qualmt jetzt. Aber sonst tipptopp in Schuss. Checkheft gepflegt, immer alles gemacht. Kann man dem Auto auch ansehen. Also es ist ein gutes Auto. Es gibt ja Autos, die sind so naja und so, aber der ist wirklich gut, kann ich sagen. Fährt sich auch wirklich toll. Also wer den abholt und sollte vielleicht in Hamburg wohnen, möchte aber nach Hamburg fahren, funktioniert, der kommt an. Auto ist wirklich schön. Hat auch einen tollen Lack. Ist unfallfrei, kann man glaube ich sehen. Er hat so Kleinigkeiten, aber das ist nicht doll. Also am Lack hat er nichts, aber hat so andere, so kleine Dinge hier oben. Die Gummis sind nicht ganz hundertprozentig, aber ich glaube, man kann das mit einem sehr, sehr geringen Aufwand da in Ordnung bringen. Das Auto ist halt 30 Jahre alt und ist noch original. Das darf man nicht ganz vergessen. Und nach 30 Jahren sieht ein Gummi dann halt mal so aus. Das kann man natürlich machen lassen, aber es ist alles noch original beieinander und er ist schwarz-schwarz. Ruffelgen haben damals sehr viel Geld gekostet, die hat er auch, das könnt ihr sehen. Reifen sind tipptopp in Ordnung, die Lenkung ist gut, die Bremsen funktionieren klasse. Also ich muss sagen, ich wüsste jetzt gar nichts, wo ich sagen kann, das Auto ist nicht in einem guten Zustand. Das ist wirklich ein interessantes Auto und wohlgemerkt, ist eine Rarität, ist sehr, sehr selten der Wagen. Und es ist ein total fahraktives Auto. Also mir hat das eben wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube auch meinem Kameramann, der ja einige so gewöhnt ist von unseren Probefahrten, der fand das auch toll. Der sagt, Mensch, was die alten Dinger giftig waren, welche Verbundenheit man da direkt mit der Straße hatte. Das kann man da total merken bei dem Auto. Also wer richtig Lust auf aktives Autofahren hat und die alte Zeit noch ein bisschen spüren möchte, wie das vor 30, 40 Jahren war, für den ist der Wagen genau das Richtige. Und er hat einen ganz tollen Zustand. Das ist ein Auto, was ich wirklich gut empfehlen kann. Das müsst ihr euch kaufen, wer Lust hat auf so ein altes G-Modell, einen der letztgebauten überhaupt. Und von dieser G-Modell-Serie mit 5-Gang ist das auch nochmal einer der letzten. Danach war Schluss, da gab es einen 964, da gab es andere Autos, war eine andere Zeit. Das ist noch so ein richtiger Ur-Porsche. Hier bei uns zu sehen in Beuerberg am Simsee. Ja, liebe Freunde, das war's mal wieder. Ganz fahraktive Probefahrt heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zu unserem nächsten Dreh. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz. Ciao.